Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 74. Folge von Playmocast. Und in dieser 74. Folge gibt es ein neues Spielformat, das ich gleich ein bisschen erklären werde. Und in dieser 74. Folge begrüße ich ganz herzlich Tobi. Hi Tobi. Moin Lars. Tobi, wir machen heute was Neues. Wir haben heute das letzte neue Spielformat in diesem Podcast mitgebracht. Und zwar heißt dieses Spielformat Zeitreise. Und ja, dahinter verbirgt sich, dass wir 5 Jahre in dieser Folge zur Auswahl haben, in die wir reisen können. Und die Reise, die wird gleich von dem Rat des Schicksals übernommen, das wir schon in der 73. Folge vorgestellt haben. Und ich wollte die Folge eigentlich schon ein bisschen früher aufnehmen. Also war da richtig heiß drauf, schon auf dieses Spielformat. Aber da ich mir dachte, Folge 74, Playmobil wurde 1974 gegründet, da dachte ich, ist das ganz witzig. Und deswegen wollte ich damit bis zur 74. Folge warten. Wir haben einen Joker mitgebracht. Wir haben die Flugpionierin Emilia Earhart mitgebracht. Die fungiert hier als Joker. Das heißt, am Ende der Folge bestimmt jeder von uns das beste Set oder das für ihn beste Set. Und dann gehen die Sets wieder in das Spielformat Königsjoker, was ja, wie du vorhin in der Vorbesprechung gesagt hast, für dich jetzt nicht so richtig gut gelaufen ist. Muss ich jetzt taktisch anders planen. Ja, aber wie gesagt, ne, da ist immer wichtig, oder weiß ich nicht, da entscheidet ja schon, wer dann bei dieser Folge sitzt, weil das ja komplett subjektiv ist. Und ja. Ich nehme das auch niemandem krumm. Außer dir. Ja. Genau, wollte ich gerade noch sagen. Genau. Bei mir ist das anders, genau. Genau, also Emilia Earhart, die transportiert uns hier in eines von 5 Jahren. Ich habe hier in dem ersten Format oder in der ersten Folge dieses Formats habe ich 5 Jahre mitgebracht, also komplett willkürlich ausgewählt. Wir haben die Jahre dabei 1980, 1988, 1992, 1997 und am Ende 2006. Und ich drehe jetzt gleich das Rad und dann werden wir sehen, welche Artikel wir euch aus welchem Jahr vorstellen. Ich kann noch ganz kurz dazu sagen, also wir haben ja in einigen Folgen, oder ich habe zu einigen Folgen Nachrichten bekommen. Und zwar ging es da ein bisschen um die Produktbilder und hier wollte ich nochmal ganz kurz sagen, also gerade in diesem Format wird es dann häufiger so sein, dass die Produktbilder kleiner sind, weil das einfach daran liegt, dass die Produktbilder aus den 80ern, aus den 90ern einfach von der Qualität her scheiße sind. Also da hast du irgendwie 350 mal 450 Pixel und da kriegst du auch nirgendwo bessere Produktbilder. Also wer jetzt hier sagt, ja, kannst du das ein bisschen größer ziehen? Nee, das geht nicht. Also das funktioniert leider nicht. Wenn Playmobil da unterstützen will, dann meldet euch gerne bei uns. Wir nehmen auch Produktbilder, die ein bisschen größer sind. Aber ich glaube, die gibt es einfach nicht. Und deswegen mit der Information drehe ich jetzt am Glücksrad. Nicht am Glücksrad, sondern am Rad des Schicksals. Ich kaufe einen. Und dann bin ich mal gespannt, was bei rauskommt, Tobi. So. Ich drehe mal. (2006). Wir reisen in das Jahr 2006, Tobi. Sommermärchen. Sommermärchen, genau. Das Jahr, auf das ich mich eigentlich ein bisschen oder am wenigsten gefreut habe, würde ich sagen. Also da dachte ich schon, 1988, 1992 wäre cool gewesen. Aber natürlich haben wir hier alle dabei. 2006 haben wir in der Vorbesprechung gerade zufällig drüber geredet. Wenn wir überlegen, 2006, ey, das ist 20 Jahre her. Ja, es ist Wahnsinn. Es ist ja wirklich echt die Zeit, die rennt. Das muss man leider tatsächlich so feststellen. Ja. Und das klingt ja auch, wenn du raufguckst, dann klingt das ja gar nicht so weit weg. Aber wie gesagt, 20 Jahre. Ich schicke dir jetzt einmal die Artikel. Die habe ich alle im Vorfeld vorbereitet in der Aufstellung. Ich hoffe, die sind von der Auflösung her groß genug. Habe ich dir bei WhatsApp einmal geschickt. Ah ja. Okay. Oha. Ja, der Manteau. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Zeitreise. Dann geht's los und zwar haben wir die erste Gegenüberstellung hier in diesem Jahr 2006. Ist natürlich hier praktisch für uns, weil alles vom Stil her das gleiche ist. Sonst müssen wir da immer ein bisschen vergleichen. Wie sieht's aus? 98er Produkt ist dann irgendwie vielleicht doch ein bisschen cooler als so ein Produkt aus den Nullerjahren. Und jetzt haben wir hier einheitlich ein Erscheinungsjahr. Das ist ganz witzig. Und zwar geht's beim ersten Vergleich in die Märchensets. Da haben wir die 4211 mitgebracht, das Schneewittchen-Set und die 4212 Hänsel und Gretel. Also hier gibt es ein bisschen Märchenhaftes geboten. Ich glaube, da gab es sogar noch ein drittes Märchenset. Kann dir jetzt aber gerade nicht mehr sagen, welches. Was fällt dir auf, Tobi? Es sind nur die Figuren dabei, wenn ich das richtig sehe, ne? Genau. Aha. Genau, es gibt keine Gebäude, gibt nur die Figuren, ja. Ich wusste nicht, dass es Märchensets gibt. Nee, das wusste ich tatsächlich auch gerade noch nicht. Das war ziemlich cool bei der Recherche. Und ich kann noch ganz kurz... Mal. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich rufe mir das gerade noch mal eben in groß auf, hier, damit ich das auch richtig sehe. Und da sind tatsächlich aber Papierbögen bei. Also okay. bei Schneewittchen ja. ist dann eine Szene bei den Zwergen und im Wald und auch im Schloss. Also du kannst 3 Szenen spielen. Das ist natürlich schon ziemlich cool. Jetzt müssen wir das andere noch mal eben angucken, ob das da auch so ist. Ich mache mir die auch mal kurz auf hier nebenbei. Das ist, glaube ich, ein Vorteil. Oh. Also da hast du auch die 3 Szenen. Da hast du einmal das Knusperhaus von außen, von innen und den Wald. Und jetzt willst du von mir wissen, welches ich besser finde. Genau, also ich habe die natürlich ein bisschen willkürlich hier wieder zusammengestellt und ein paar Sets passen gar nicht zusammen, aber ich bin so ein bisschen nach Größe gegangen. Aber das manchmal passt auch ein ja bisschen schon mal nach sehr Thema. gut zusammen. Ja, ne? Die sind ja prädestiniert für einen Vergleich hier, die beiden. Also schon, ich finde die Sets beide ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wer Märchen kennt, ne? Das ist halt so ein Punkt. Ist ja heute, glaube ich, nicht mehr ganz so. Und ich mache es ganz kurz. Ich nehme Hänsel und Gretel aus dem einfachen Grund, weil von den 7 Zwergen sind nur 2 dabei. Ja, das stimmt. Da geht ein bisschen was verloren, ne? Das ist eigentlich so ich meine, du hast ein paar andere Outfits. Ich weiß nicht, ob du dann die Zwerge anders verkleiden kannst, also dass du daraus noch andere Zwerge dann basteln kannst. Aber, also ich muss auch sagen, tatsächlich gefällt mir das Hänsel und Gretel Set. Das ist nochmal ein bisschen, die Hexe finde ich schon ziemlich cool. Ja. Dann ist ja der Verschlag noch bei und auch ganz viel von den Kieselsteinen oder was sie da verstreut haben. Ne? Ja, nee, ich nehme Hänsel und Gretel. Ja, ich finde die beide ganz cool. Muss kurz überlegen, was mir hier besser gefällt, weil ich es noch gar nicht so richtig weiß. Ich finde erstmal ziemlich cool, dass sie einfach so ein bisschen auf Märchen zurückgreifen und diese dann hier in der Playmobil-Welt verwenden. Also das ist eine coole Idee und ich wusste wirklich nicht, also bis zur Recherche wusste ich nicht, dass es sowas gab. Von daher fand ich das witzig und wollte es dann irgendwie unbedingt dabei haben. Ja, auch komisch, dass es 2006 kam. Ich hätte ein bisschen gedacht, so auf Märchen gehen die ein bisschen früher, weil das ja auch so ein bisschen in die 90er-Zeit dann gepasst hätte. Ja. Deswegen fand ich 2006 ein bisschen spät. Generell habe ich bei 2006 immer auch so ein bisschen das Problem, dass mir die Gestaltung da wirklich gar nicht so richtig gut gefällt. Deswegen bin ich hier die absolut falsche Besetzung für diese Podcast-Folge. Die Nullerjahre, da weiß ich immer nicht so. Das ist immer nicht so mein Highlight. Aber ich finde hier, ja, ich finde das beides geil. Ich finde die Hexe halt auch, wie du sagst, richtig geil bei Hänsel und Gretel. Da gefällt mir die Gestaltung schon sehr gut. Ich gehe mal aber einfach, um mir ein bisschen Vielfalt reinzukriegen und weil ich es auch wirklich ein bisschen besser finde, auf das Schneewittchen-Set. Da finde ich die Figuren gut gestaltet. Diese kleinen Zwerge sind ganz süß, obwohl es wirklich nur 2 sind. Und sonst gefallen mir die Details. Ich muss, glaube ich, in der Podcast-Folge dann auch den Inhalt ein bisschen einblenden, dass ich den dann zeige, weil man den dann hier auch viel besser sieht. Also ja, ich bin mal bei Schneewittchen. Und dann haben wir hier einmal Schneewittchen, einmal Hänsel und Gretel. Also, wie gesagt, ganz lustig. Und ganz lustig wird es hier auch im zweiten Vergleich. Ich mache mir die mal ganz kurz hier auf dem Rechner auf. Ich sehe die gar nicht.
Da haben wir mitgebracht mit der 4404 das große Krankenhaus mit Einrichtung. Und jetzt schlagen unsere Herzen natürlich höher. Die 4700, das Fußballstadion. Tobi, jetzt bin ich gespannt. Ach, wie schön. Sie haben auf den Trikots Fair und Play stehen. Das ist ja nice. Da steht Derby. Okay. Ja, das ist das eine. Das muss man ja tatsächlich, wenn man die Sets noch überhaupt gar nicht so kennt, ja, muss man ein bisschen gucken, ne? muss man tatsächlich ein bisschen gucken. Ich bin jetzt gerade bei der Klinik. Ja. Die finde ich tatsächlich schon ziemlich cool mit dem Clown. Und da ist ja wirklich fast alles drin, ne? Krankenzimmer, OP-Saal, oben noch so ein bisschen Gedöns, Spielbereich, Kinderklinik da oder das ist ja Fahrstuhl. Das ist ja mit Fahrstuhl, das ist ja sensationell. Ja. Aber du Wenn du auf fängst die ja an. Einrichtung gehst, Du bist ja derjenige, der jetzt vorlegen muss. also bei der Klinik dachte ich erst so, ja, diese Gebäude aus den Nullerjahren gefallen mir gar nicht so. Also als ich gerade raufgeguckt habe. Recherche ist auch schon ein bisschen länger her. Ich weiß gar nicht, habe ich, glaube ich, im Dezember gemacht oder so. Und ich finde aber, so als Gebäude hast du ja wirklich, wie du gerade sagtest, alles dabei. Da sind alle Details vorhanden, die du so brauchst. Und die Farben gefallen mir halt so gut. Also jetzt nicht gut, weil es eine Klinik ist, sondern gut, weil es authentisch ist. Wenn du in eine Klinik gehst, dann sieht es ja teilweise heute noch so aus. Und ich finde, das ist auch ziemlich gut abgebildet hier. Das gefällt mir. Du hast ja alle möglichen Geräte mit dabei. Finde ich gut aufgebaut. Ist auch hier ein gutes Beispiel, finde ich, wie man Playmobil-Gebäude gut nutzen kann, was ja bei den Supermärkten oder so dann teilweise mal ein bisschen schwierig war, weil war es halt immer ein bisschen Probleme und kannst ja den ganzen Supermarkt dann gar nicht so gut darstellen. Und ich finde, hier ist auch ähnlich, glaube ich, wir hatten irgendwann mal die Schule aus dieser Zeit, die haben wir auch schon mal besprochen und die war auch ziemlich geil. Deswegen finde ich das von der Aufteilung her ziemlich gut. Also haben die gut gelöst. Du kriegst hier viele Details und hast hier viele Elemente dabei. Ich gehe mal ganz kurz einmal auf die 4700. Ich habe mir das Set, ich weiß nicht, ob es das ist, ich glaube, das ist das Set. Ich habe mir irgendwann vor 4 Jahren oder so mal so ein Fußballfeld gekauft, um einfach so ein Fußballfeld zu haben, weil ich als Kind früher immer diese Tippkick-Figuren haben wollte. Die hatte ich aber nie und deswegen war ich ein bisschen traurig und habe mir dann, ich glaube, sogar dieses Set gekauft, wenn mir die Figuren bekannt vorkommen. Und ich finde das natürlich auch ziemlich geil. Und weil ich ja vorlegen muss, ja, muss ich das kurz erklären. Also ich finde das ziemlich gut. Ich finde das mega innovativ, finde das cool gemacht, dass du ein Spielfeld hast. Du kannst hier Fußball spielen, kannst gegen deine Kumpels, gegen deinen Bruder, wen auch immer, hier so eine Partie machen. Ich finde aber von der ganzen Aufmachung her, gefällt mir das Krankenhaus ein bisschen besser, wobei Fußball auch gerade in dieser Zeit komplett meins war und gewesen wäre. Finde ich das schon geil, aber die Klinik finde ich noch ein bisschen geiler. Wo du gerade Tippkick sagst, ich habe früher so ein elektronisches Fußballspiel gehabt aus den 80er Jahren. Das war auch ziemlich cool. Da sind aber die Figuren noch schnell abgebrochen. Ah ja, Das war ein bisschen doof, aber da waren so ganz kleine Plastikbälle dabei und hat richtig Spaß gemacht. Das war wirklich cool. Ja, also um es jetzt mal kurz zu machen, ich bin auch beim Krankenhaus. ja, Das Einzige, was mich tatsächlich in dem Moment ein bisschen gestört hat, aber das kannst du ja versetzen, ist die Auffahrrampe hier für den Rollstuhl oder so, ganz links unten, um in die Rezeption ja, zu kommen. Da fährst du dann gegen den Blumenkübel oder gegen den Pfosten, aber du kannst das ja umsetzen. Das ist ja tatsächlich toll an dem Gebäude, es ist modular dann irgendwo, du kannst es ja auch ein bisschen ja, hin und her bauen. Du kannst es sicherlich auch erweitern, dann irgendwo mal vielleicht, weiß ich nicht, kann ich mir aber vorstellen. bestimmt, ne? Das Spielfeld, ja, also es ist okay, aber es ist jetzt, ja, natürlich musst du Kompromisse eingehen, das passt schon alles. Ich weiß halt nicht, wie gut sich diese Figuren jetzt spielen lassen. Ne, das Die ist sind ganz halt, gut. Mhm. ja, Das ist okay, ja. okay. Na, aber nichtsdestotrotz, ich finde das Krankenhaus wirklich cool mit dem Kinderclown und diesen verschiedenen Abteilungen. Ich meine, gut, dass der OP jetzt nicht abgeriegelt ist, sondern du von der Zentrale direkt reingehen kannst, ist natürlich infektiös. Nee, das ist okay so. Das haben die gut Aber gemacht. ja, nein, finde ich gut. Also ich muss sagen, das finde ich ist eine schöne Ausstattung und ich habe gesehen, bei Amazon ist es vorrätig für 359 Euro. Das geht. Mhm. Ja,
Boah, willkommen im Club. Kann man machen, aber kriegt man bestimmt bei Kleinanzeigen oder wo auch Ja, immer. bestimmt. Zu einem richtig schmalen Taler. Also da bin ich mir Ja. sicher. Wobei das tatsächlich keine guten Bewertungen bekommen hat, nur 3,7. Das wundert mich jetzt. Okay, Das ist ja schade. naja. Ja, Ja, aber wir das nehmen ist es ärgerlich. trotzdem. Aber wir Also sehen es ich ein nehme es bisschen anders, trotzdem. genau. Genau, ich würde es auch nehmen. Wir sprechen im Juni nochmal in einer Fußballfolge. Habe ich auch schon vorbereitet so ein bisschen. Sprechen wir über Fußballsets und da haben wir noch ein paar Spielfelder dann dabei, Tobi. Ja, sehr Pünktlich zur spannend. WM natürlich. Da gibt es einiges und da können wir uns auch angucken, wie sich die Fußballfiguren so ein bisschen weiterentwickelt haben. Aber Ja, die spielen sich hier schon sehr gut. Also das ist schon echt ganz geil, was da alles so passiert. Und ganz geil wird es hoffentlich auch im nächsten Vergleich, im dritten Vergleich. Da bleibt es auch ein bisschen beim Sport und sogar direkt wieder beim Fußball. Und da haben wir die 4703 mitgebracht. Die 4703, das sind zwei Damenteams hier auf der Übersicht, die du hast. Tobi, siehst du eine Figur nicht. Also da gibt es noch eine okay. zweite Torhüterin. Und dann haben wir mit der 44152 Skater mit Rampe, also ein bisschen Freizeitsport und einmal den organisierten Fußballsport im Damenbereich. Jetzt muss ich mal eben ganz doof fragen, wenn du sagst, ich sehe eine Torhüterin nicht, dann ist das aber praktisch 2 gegen 2. Genau. Okay. Das heißt aber ja jetzt, wenn ich dieses Spielfeld nutzen möchte, kann ich da die Torhüterin auch auswechseln für dieses Spielfeld, weißt du das? Wie meinst du? Also wenn ich jetzt das Herrenteam runternehme, kann ich dann das Damenteam praktisch, also den Torwart gegen die Torhüterin dann austauschen? Das kannst du machen, genau. Die sind an so einem Stick befestigt. Ja, Müsste bei den Figuren hier auch gehen. Also die Torhüterin kannst du eigentlich bewegen und die wird so im Tor integriert und dann hält die deine Bälle. okay. Dann komme ich trotzdem zu einem kleinen Problem, in Anführungszeichen, was ich mit diesem Set habe. Ich habe nur Ja. 2 Feldspieler. Ja. Das ist natürlich ein bisschen schade, so im Vergleich zu dem, was die Herren da haben. Weiß ich Mhm. nicht, ob mir das Spaß macht, wenn ich dann nur also du kannst dann ja nicht wirklich spielen, du kannst ja nicht passen, so in dem Sinne. Klar, die Torhüterin Mhm. kann auf die Spielerin passen, aber das war's dann auch. So, Ja, ja. das ist ja dann viel 1 gegen 1. So, das heißt also, wir kommen zu dem anderen Set und das ist natürlich schon echt, ja, 2000er, ne? Ende der Ja. 90er, Anfang der 2000er, das passt schon sehr gut mit den Hosen, mit dem Klamottenstil. Mhm. Also perfekt für das Jahrzehnt. Auf jeden Fall. Und ja, ich nehme die Skater. Ich war selber nie einer, aber das war ja eine ziemlich coole, ja, Einstellung in Anführungszeichen, Lebenseinstellung, so Mhm. die Jungs, die ich bei mir so kannte und so und waren immer gut drauf und ja. Ja, ja. Ich finde das Set, so wie es ist, gut. Das ist einfach so. Und ich kann halt, mir fehlt halt die zweite Frau, also die 2 Frauen dazu, dass man Mhm. ein vollwertiges Team hat. Weil du kannst halt dieses Set jetzt nochmal kaufen, natürlich. Rein theoretisch kannst du auch die Köpfe austauschen, oder die Frisuren, aber dann haben die Mhm. trotzdem beide die 7 und die 8 drauf. Ähm, ist ein bisschen doof. Ne? Also von daher, Mhm. ähm, aus praktischen Gründen nehme ich, obwohl sie grün-weiß ist, ne? Aber nee, komm, wir bleiben bei den Skatern. Stimmt. Ja, jetzt kann man vielleicht sagen, aus heutiger Sicht, boah, was ist das denn für eine Mode? Also gerade wenn man die Zeit nicht so kennt, wenn man vielleicht auch ein bisschen später geboren ist. So sahen wir hier damals einfach aus oder so sahen die Leute aus, damals, die 2006 rumgelaufen sind. Also eine ziemlich gute Abbildung des Alltags, würde ich ja auch mal sagen. Und ich finde das halt auch ziemlich cool. Bei uns war es in den 90ern so, da war auch ein Kumpel von mir, der war so Skateboarder. Und damals gab es ja diese ganze X-Games-Bewegung und dann gab es immer den Titus, diesen Katalog, wo diese Hopper-Klamotten drin waren. Das war schon ziemlich geil. Das war echt ein krasser Lifestyle so. Also eine ganz andere Nummer, also richtig locker und cool. Dann mussten alle Leute überall mit ihrem Skateboard natürlich lang grinden. Das ging ja nicht anders. Das war damals, da wo ich gewohnt habe, auch ein Thema. Finde ich cool gemachtes Set. Also gefällt mir auch sehr gut. Die Rampe ist cool. Aber ich bin beim Frauenfußball-Set, Mhm. weil mir die Gestaltung gut gefällt. Ich finde, die Figuren sehen gut aus und finde cool, dass hier Frauenfußball vertreten ist. Finde ich cool, dass sie daran gedacht haben. Ja, das auf Ziemlich jeden Fall. witzig, wäre ziemlich witzig gewesen, wenn die es nicht gemacht hätten. Da gab es, glaube ich, einen kleinen Eklat. Aber ich glaube, bei diesem Tippkick, da ist das auch so, ich habe das nie organisiert gespielt oder so. Da gibt es ja sogar ganze Ligen, die das machen. Ne? Ich glaube, da gibt Mhm. es sogar eine Tippkick-Bundesliga, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber da geht es, glaube ich, nach Ballberührung. Ich glaube, du brauchst da, also jetzt
Du hast natürlich komplett recht mit dem, was du sagst, dass einfach nur eine Spielerin ein bisschen wenig ist. Aber ich glaube, da bräuchtest du für dieses Spielformat nur eine Spielerin oder einen Spieler, weil es dann nur oh, hier bohrt gerade jemand, weil es dann nur nach Berührung geht. Und deswegen, genau, müsste das eigentlich so auch funktionieren in diesem Format. Aber ja, ist natürlich so ein bisschen dünn, ist natürlich auch nur ein Zusatzset, aber ja, ich weiß nicht, später haben sie es ja so gemacht, das wäre ja auch sinnvoll gewesen, dass du die Nummern dann aufkleben konntest. Und Okay, ja. Aber das kannst du bei dem dann Großen hattest. auch, habe ich gesehen. Da konntest du Ja, es okay. direkt. Aber vielleicht war Okay, es da okay. auch so. Ja, das kann sein, ne? Genau. Kann sein Wollen natürlich, wir dass nicht hier so ein ausschließen. Stickerbogen mit dabei ist. Also das wäre natürlich dann sinnvoller, ne? Wenn du einfach hier, keine Ahnung, Ja, Stickerbogen hast, alle Nummern draufklebst und dann ist gut, dann hast du deine Wunschspielerin, deinen Wunschspieler und dann funktioniert das ganz gut. Ich mache es kurz und sage, das Frauenfußballteam erobert hier mein Herz. ja damals waren die Frauen auch echt stark, ne? Ja, die waren richtig krass damals. 2003 Weltmeister geworden. Weltmeisterin. Ja, Ja. Wie hieß sie noch? Mia Künzer? War stimmt, sie das? stimmt. Die war Ja, ne? dann Expertin, ne? Bitte? Die war dann Expertin später auch, ne? Genau, die war später bei Expert, aber die hat, glaube ich, das Golden Genau. Goal gemacht da. War, glaube ich, WM Ah in den ja, USA. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Ist das schon so kann lange sein, her. weiß ich auch nicht mehr. Ich kann mich nur an Birgit Prinz noch erinnern. Birgit Prinz war damals immer Ja, krass. ja, Die war echt auf einem anderen Level so im Frauenfußball. Aber ich habe das ja. auch wirklich dann gar nicht mehr verfolgt, weil es mich gar nicht so interessiert hat. Also ich kann auch tut mir leid, aber mit Frauenfußball einfach nicht viel anfangen. Weil man wirklich sagen muss, also ich meine, das ist ja einfach so, dass es ja die physischen Voraussetzungen andere sind. Und ich gucke Fußball sowieso nicht mehr. Deswegen hat mich das dann schon weniger interessiert. Und wenn ich mir Frauenfußball angucke, dann weiß ich nicht. Also habe ich wirklich keinen Bock drauf. Muss ich Ja, mal ganz ehrlich sagen. ich habe es jetzt ein paar Mal getan. Ähm, aber es ist halt auch so, es ist halt ein Sport, der, klar, aufgrund auch die Maße sind die gleichen, ne? Vielleicht machst du es mit einem kleineren Feld dann ein bisschen einfacher, weil die Ja. Geschwindigkeit vielleicht ja auch ein bisschen einfach körperlich ein bisschen anders ist. Hm. Und was mir halt aufgefallen ist, ist es einfach ein bisschen fehlerbehafteter, sagen wir es mal so. Ja, ja. Und es entstehen viele Dinge, also zumindest die Spiele, die ich gesehen habe, das war jetzt viel von Werder. Ja, gerade das Nordderby gegen HSV war ja letztes Jahr im Pokal. Mhm. Und da ist sehr viel passiert halt durch Fehler. Nicht, weil die können alle gut Fußball spielen, das will ich überhaupt nicht in Frage stellen, aber die sind alle irgendwie auf demselben Niveau. Und das macht Ja, das Ganze halt dann, du hast jetzt nicht, also, ne, klar hast du Bayern München und Wolfsburg da, die sind alle nochmal eine Spur höher, aber das Gros ist auf einem Niveau und da merkst du halt einfach, dass dort eher die Fehler entscheiden und nicht die, ja, die Überlegenheit in technischen, dem Sinne, ne? genau. Ja, genau. Und Ja, das ist manchmal ein ich weiß bisschen auch nicht. schade, wo du denkst, Mensch, ja, wäre der Ball einen Zacken weiter oder was, aber gut, das ist heute auch nicht Thema. Genau, ja. Ich gucke auch Frauenbasketball und Frauentennis, das ist cool. Also gucke auch Biathlon, mehr Frauen als Männer, glaube ich. Aber beim Fußball denke ich mir so, nee, das kann ich mir nicht angucken. Ist ein bisschen eklig jetzt der Kommentar, aber ist einfach so, ne? Also das ist nicht so meine Welt. Ein bisschen mehr meine Welt sind die nächsten beiden Fortbewegungsmittel, die wir hier mitgebracht haben. Hier geht es einmal in den Flugverkehr, denn wir haben das große Verkehrsflugzeug mitgebracht mit der Produktnummer 4310 und dann geht es ein bisschen weiter zurück in der Geschichte, das ist die 4276, die Römergaleere. Ich habe es mir schon mal angeguckt, aber du darfst anfangen. Ich mache es mal ein bisschen kürzer in diesem Fall, weil ich sehe, die Zeit läuft. Ich finde das Flugzeug richtig geil, also das gefällt mir richtig gut und hätte das Flugzeug einen anderen Gegner, dann hätte ich mich dafür, glaube ich, entschieden, weil ich Flugzeuge generell cool finde. Obwohl die Gestaltung jetzt nicht so ganz optimal ist, aber also weiß ich nicht. Finde ich okay. Also es ist ein gutes Flugzeug, haben die schön gemacht. Ich glaube, der Maßstab, der passt. Ist ja eh nicht so leicht, dann irgendwie Schiffe, Boote oder Flugzeuge darzustellen. Aber hier diese Galeere, diese Römergaleere, die ist ja wirklich so thematisch schon mal ein Fall für einen Favoriten am Ende, würde ich sagen, für einen Joker. Deswegen, ich finde das geil, also nahezu perfekt. Finde es richtig cool gemacht. Guck mir das gleich nochmal im vergrößerten Bild an, aber ich bin auf jeden Fall schon mal für die Galeere. Und ich denke, dass du auch ein bisschen dahin gehst. Ja, ich mach's ganz kurz. Ich schließe mich dir an.
Das Flugzeug ist halt tatsächlich so, wenn du es auf den Bildern siehst, so eine Mischung aus Passagier und Cargo. Das ist natürlich so ein ja, ich weiß jetzt nicht, warum man ein deutsches Flugzeug, weil es ja eine deutsche Kennung dran, Pacific Airline nennen muss. Das erschließt sich mir noch nicht ganz, aber das wäre jetzt kein Grund, das nicht zu nehmen. Also das ist einfach nur so nebenbei. Das fällt einem Kind auch nicht auf, davon mal ganz ab, aber mir ist es jetzt gerade aufgefallen, weil ich es mir angeguckt habe. Aber nein, ich bin da auch ganz klar bei der Galeere. Also ich glaube, wenn ich die Wahl gehabt hätte als Kind und mir jemand gesagt hätte, hier Galeere oder da hätte ich die Römer genommen. Das ist ja ganz klar. Ja, ja. Die Galeere ist geil, ne? Die ist wirklich Ja, geil. die ist hundertprozentig. Die Ja. Frage ist, ob man da unten drin, ob man da sieht, wie die Sklaven da rudern können oder nicht. Müssen. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, stimmt. Da gibt es ein bisschen Minuspunkte für. Spaß. Aber Nee, aber schon echt cool. Also gefällt mir echt gut. Ja, da bin ich voll bei der Galeere. weiß ich noch, ich glaube bei Was ist was oder so, ein Buch habe ich damals gelesen, gesehen. Und dann war ich auch richtig schockiert, als ich dann sah, okay, da sind wirklich Sklaven drin, die da rudern. Also das war schon eine krasse Nummer als Kind. Hat ein bisschen mein Weltbild zerstört. Ja, das ist generell so, ne? Dass die Römer nicht ganz Ja, ohne ja. waren. Aber wer war das schon? Ja, auf jeden Fall. Hier haben wir uns für die Römer entschieden und Römer sind auch im nächsten Vergleich, im 5. Vergleich, dann sogar doppelt vorhanden. Und zwar gibt es die 4274, die Quadriga, und die 4275, den Belagerungsturm. Also hier wird es nochmal richtig antik, muss man sagen. Ja, Tobi, schwere Wahl oder eher nicht? Ja, ähm, ich glaube, ich bin relativ schnell. Ich wollte mir das nur Mhm. noch einmal im Großen angucken, aber ja, ich nehme die Quadriga. Da brauche ich, glaube ich, gar Ja, nicht so lange machen. Das wirkt das sind tolle Farben im ja, Ganzen. Das wirkt total edel, das wirkt total, also da kriegst du richtig Respekt vor dem. Was ist denn das? Decurio, Centurio. Christian wüsste hm, das jetzt, was er ist. ja, Ich weiß es nicht. Aber er liebe ist ein hoher Grüße. römischer Offizier und ja, ich finde den Belagerungsturm jetzt, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nee, ist nee. Nee, da fehlt mir zu viel. Hm. Weiß ich nicht. Nee, also da bin ich jetzt bei den Pferden. Ja, ich finde beides wirklich geil, aber also die Quadriga ist ja, die ist ja majestätisch. Also, weiß ich nicht. Also schon auch dieses Produktbild haben die perfekt gemacht, finde ich. Besser kannst du es nicht machen. Und ich kann mir vorstellen, dass ich am Ende auch die Quadriga aufs Titelbild packen werde. Da bin ich mal gespannt. Ähm, ja, die gefällt mir einfach gut. Jetzt haben wir wieder die zweite Generation der Pferde. Liebe Grüße an Jonas. Die gefällt mir aber gut. Also passt auch farblich rein alles. Und außerdem, ja, sahen Pferde ja einfach eher früher so aus, als so wie in der dritten Generation. In der dritten Generation sind die ein bisschen sportlicher, hier sind die so ein bisschen barockmäßiger. Und deswegen ist das schon ganz cool. Und ich finde auch, weiß nicht, wie du das Aber siehst. Hm? darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Der Bogenschütze, der da oben steht, ne, der passt ja mal Ja. null dazu. Das ist ja, ich habe mir den gerade mal groß aufgerufen, das ist ja ein Ritter. Der Ah ja. hat ja einen Helm und also Helme haben die auch klar, aber mit einem Ketten, ja Hemd ist es ja nicht, aber mit so einem Kettenteil obendran und der sieht überhaupt nicht römisch aus. Der hat Stiefel an und eine lange Hose und weiß ich nicht. Der passt allein dadurch, der passt da überhaupt nicht zu. Also in dieses Römer-Set. Hm. Stimmt, sehe ich gerade, ja. Ja, ja, sehe ich gerade auch hier auf den Bildern. Der sieht Ja, aus wie aus dem Mittelalter. das So. stimmt, sehe ich auch Also gerade. dann erst recht die Freunde, die Pferdefreunde. Ja, die Pferdefreunde und die Pferdefreunde, ich finde, die sind ja ohne Konkurrenz. Also Ja, in dem ja, ja. Vergleich auf jeden Fall. Die Und wir schlagen kommen wahrscheinlich sogar nachher. die Galeere. Habe ich auch, also da war ich mir auch gerade sicher, ich wollte es noch nicht sagen, aber so in meinem Kopf dachte ich mir schon, das ist bis. Wobei, da kommt ja noch ein Ja, bisschen was. Wir wollen ja noch nicht alles vorwegnehmen, aber da kommt ja noch was. das wollte ich gerade schon sagen, da wird es nochmal ein bisschen antik hier gleich. Und zwar direkt auch im nächsten Vergleich. Wir haben
eine Themenwelt nochmal vertreten, die wir gerade schon besprochen haben und wie eben angekündigt, auch noch ein richtiges Highlight dabei. Die Produktnummern sind hier 4311. Der Verkehrsflughafen, natürlich zu dem großen Verkehrsflugzeug gibt es auch den Flughafen dazu. Und dann haben wir mit der 4270 die Arena. Jetzt haben wir nicht die Fußballarena, sondern die antike Arena. Ich gehe mal mit dem Flughafen. Spaß. Obwohl der Flughafen auch ganz geil ist. Ich finde ihn ganz gut. Das sieht man auf dem Produktbild hier jetzt nicht unbedingt, weil das Produktbild nicht so geil ist wie bei der Quadriga. Also, ja, werde ich nochmal ein anderes Bild hier einblenden. Finde den Flughafen auch schon gut gemacht. Beim Flughafen hast du noch mehr die Probleme von den Verhältnissen, finde ich. Da hast du Maßstabsprobleme. Da wird halt immer, also je größer die Gebäude werden, desto schwieriger wird es ja irgendwie in die Playmobil-Welt zu integrieren. Finde ich aber sehr gut gemacht. Also das gefällt mir wirklich auch schon gut. Da habe ich jetzt gar keine Kritik, die ich irgendwie äußern könnte. Ja, ist halt alles klein. Also so klein ist er. Sieht aus wie ein, weiß ich nicht, wie ein Konsum. Von der Größe her. Hier sind ihre Flugtickets. Und ja, die Arena ist, also das ist ein Monster, muss man sagen. Die Arena hat alles dabei, was du brauchst. Also wirklich Gladiatoren, alles wirklich. Also ja, du wirst da gleich ein bisschen intensiver drauf eingehen, weil du, glaube ich, richtig großer Fan davon bist. Ich bin auf jeden Fall auch bei der Arena. Du hast ja gesagt, auch. Du weißt ja noch gar nicht, ob ich bei der Arena bin. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, die ist wirklich bei 99%. Also ich will da mal kurz zum Flughafen sagen, also er ist schon sehr überlegt, ne? Das muss man schon sagen. Ja. Also du hast das Kofferförderband, du hast hier eine Dachterrasse, eine Abflughalle sozusagen, also wo Bäume Mhm. draufstehen, du hast deine Sitze am Gate und so weiter, du hast den Schalter. Also es ist alles da, was du brauchst, aber natürlich sehr, sehr kompakt, da hast du komplett recht. Mhm. Von den Figuren her finde ich auch, du hast den Grenzschutzbeamten da oder ja, Zoll, was auch immer, du hast da jemanden, der verreist, du hast jemanden hinterm Schalter. Also figurentechnisch hättest du dann ein, zwei draufpacken können, aber schon gut. Ja, Aber ja, du hast recht, die Arena ist natürlich schon echt à la Bonheur. ja, Für mich als alten Lateiner erweckt er natürlich De Bello Gallico zum Leben. Naja, De Bello Gallico nicht, aber viel aus dem Latein und natürlich auch viel Asterix. Und mhm. das ist schon, da ärgert man sich schon fast, dass das so spät kam, dass wir in unserer Kindheit da nichts von hatten. Weil Ja, das ist natürlich sensationell, was du da, gerade wenn man dann Asterix-Fan, da hat man Asterix als Gladiator und so weiter. ja, Da hättest du ja unheimlich viel Potenzial gehabt, sowas nachzuspielen. Du hast einen Löwen, du hast einen Tiger, du hast wieder einen Streitwagen da. Du hast 4 Gladiatoren, du hast da römisches Volk. Ähm, ja, Wahnsinn. Soldaten, also ganz, riesig, ganz ja, tolles Set. Wirklich richtig, richtig gut. ja, ja. Ich weiß noch, wie ich in den Nullerjahren ab und zu, wie alt war ich da, 16, ja, so im Dreh, so 16, 17, 18, war ich ab und zu bei Karstadt immer einfach in der Playmobil-Abteilung gucken, um zu sehen, also da hatte ich gar nichts mehr mit Playmobil zu tun, so komplett gar nichts. Aber ich wollte dann ab und zu halt immer gucken, wie sich die Sets so entwickelt haben. Und Mhm. ich war damals wirklich richtig sauer, das weiß ich noch. Also nicht richtig sauer, aber so innerlich dachte ich mir, boah, krass, die bringen hier irgendwelche Römer-Sets raus, weil ich ja mit Römer einfach jetzt nicht so viel anfangen kann wie du oder so, ne? Ich habe ja auch Mhm. Asterix dann nie verfolgt, so, also hatte da nie so den Bezug, fand die Antike irgendwie nie spannend. Es, ja, aber war halt so. Und Ja, ich dachte mir so, Leute, ihr bringt hier keine neuen Western-Sets mehr raus, aber die Römer, aber gut, ist natürlich mit einer großen Fanbase hier auch versehen, glaube ich. Also viele haben sich darüber gefreut. Und wenn man die Sets sieht, dann ist das ja auch was richtig Cooles. Und die Gestaltung ist gut und es ist eine Themenwelt, die es vorher noch nicht gab. Also von daher schon wirklich sehr, sehr stark, auch gerade in der Vielfalt, in der die Themenwelt hier auf den Markt kam. genau, das wollte ich gerade sagen. Du musst dich ja auch immer ein bisschen neu erfinden. Und wenn du so eine Themenwelt rausbringst, die ja doch irgendwo großen Anklang hat, ich weiß nicht, ob da vielleicht zu der Zeit auch gerade irgendwas Thema war, das das besonders gemacht hat, aber Ja, ist ja gut, wenn du dich auch selbst neu erfinden kannst. Ne? auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Genau.
Und ich glaube, Und Western war zu der Zeit auch wirklich nicht mehr so ähm, angesagt, das, ne? das Ding, ja. Ja, kamen ja auch weniger Filme, dann noch weniger gute Western-Filme, die mir einfallen in den Nullerjahren. Und deswegen gab es da diese Vorbilder gar nicht mehr und dann vielleicht auch diese Fans, denn nicht mehr so, wie es in den 90ern vielleicht der Fall war, zur Hochzeit von Western. Und dann, ja, Ja, kamen die Römer. Und dann gab es ja auch ein paar antike Filme, die dann in der Zeit auf den Markt kamen, also oder ins Kino kamen. Von daher passt das hier schon ganz gut, glaube ich. Und Elemente, Elemente, mit denen wir vertraut sind, oder zumindest die wir ganz gut aus der City-Action-Welt kennen, die haben wir hier im 7. Vergleich mitgebracht. Und zwar haben wir die 3128, das Feuerlöschboot mit Pumpe und die 4222, den Notarzthelikopter. Und ich kann schon mal sagen, ich finde das beides ziemlich cool auch und finde auch gut, dass die Welt hier ein paar neue Sets bekommen hat. 2006, vor 20 Jahren, immer wieder erschreckend, das zu sagen. Feuerlöschboot finde ich geil. Ich finde generell alles, was auf dem Wasser unterwegs ist, ziemlich stark. Ich finde auch cool, dass du da Wasser in den Tank füllen kannst, um dann die brennenden Jetskis zu löschen. Das ist perfekt hier auch gerade für die Warnow und für die Ostsee in Warnemünde, da braucht man das. Nee, aber finde ich ganz lustig, finde ich gut gestaltet. Farblich gefällt mir das Feuerlöschboot gut, mag auch den Notarzthelikopter. Ich finde die Farben ein bisschen trist, aber da kann man, glaube ich, nicht so viel erwarten. Air Rescue weiß ich nicht, ob man da immer in den Anglizismus dann abdriften muss, aber das war vielleicht ja. in der Zeit dann gerade, Hast du bei dem Löschboot aber auch. genau, Fire Rescue, ja, weiß ich Ja. nicht. Also schreibt da Feuerwehr rauf oder was weiß ich, oder Ja, ich ja, glaube, das finde das ist auch so ein Thema der Einsparung wahrscheinlich, wenn du nur noch einen Aufkleber machen musst für die gesamte Welt und nicht mehr da 5 Aufkleber hast. Also so war es ja früher, ne? Da hast du ein Polizeiauto gehabt und dann hast du 4 oder 5 Aufkleber gehabt in verschiedenen Sprachen. Und heute steht dann halt nur noch Police drauf, ne? Dann weiß jeder, was Sache ist, ob das denn, ja, ich. Aber Police aber in grün-weiß. grün-weiß sowieso. Immer grün-weiß. Immer grün-weiß, genau. Nee, also ich mach's mal ein bisschen, also kurz mache ich es ja nicht, ich habe ja schon viel erzählt. Aber ja, ich bin beim Boot. Das Löschboot gefällt mir besser. Und der Helikopter ist aber auch nicht schlecht. Aber hier ist ja die Frage, ne? Also bewegst du dich lieber auf dem Wasser oder in der Luft? Und deswegen bin ich mal gespannt, was du sagst. Ähm, also der Helikopter, das ist so eine interessante Entwicklung, weil der alte aus den 80ern, ähm, den hatte ich und der hatte halt richtig, den konntest du nicht nur zum Notarzt nehmen, sondern der konnte auch noch Feuer löschen. Also der hatte beides. Der Ah, hatte unten so einen Tank und den konntest du auch, wenn mich nicht alles täuscht, mit Wasser wirklich füllen und dann konntest du das da an so einem Haken ziehen und dann kam der raus und da hattest du 4-Mann-Besatzung, glaube ich, und mhm. eine Patientin, die weggetransportiert wurde. Das siehst du schon mal, dass das eine deutlich größere Erscheinung gewesen sein muss als der Helikopter jetzt hier. Ja. Hast auch nur den einen Piloten und einen, der sich abseilt, also deutlich schmalere Besatzung. Von daher aus Respekt vor dem alten Helikopter kann es der neue gar nicht sein. Und dann nehme ich auch das Feuerwehrboot, weil ich da auch denke, auch dort sind 2-Mann-Besatzung wieder wenig. Also beiden Sets hätten also 2 Figuren mehr nicht geschadet, Hm. würde ich jetzt so sagen. Aber das Boot ist schon cool, weil du halt den Motor nachrüsten kannst. Also du hast ja unendlich viele Möglichkeiten, damit zu spielen. Und der Helikopter, ja, der kann halt nur einmal fliegen, dann ist er wahrscheinlich, ne? Dann will er nicht mehr. Aber nein, aber ist ja tatsächlich, ich finde das Boot so von der Ausrüstung her und mit dem, was es kann, schon ziemlich gut. Also von daher, ja, bin ich auch beim Boot. Ja. Ich mag beim Helikopter die Form. Also die Form gefällt mir da ganz gut. Ja, das Da auf gab jeden es Fall. da gab's Beispiele aus den 90ern. Da hatte ich den Polizeihelikopter. Ich weiß ja nicht, wann die Serie kam. War das 98, 97, 98, irgendwie so ein Dreh. Da gab es diesen Polizeihelikopter, der war ein bisschen kleiner, ist natürlich ein anderes Modell, aber hier finde ich das Modell schon cool und deswegen ist es gar nicht mal so eindeutig für mich hier
wie ich am Anfang dachte, aber ich entscheide mich auch für das Boot. Und jetzt zum großen Höhepunkt, Tobi, wir haben 2 Sets dabei, die dir, glaube ich, richtig gut gefallen werden. Und zwar geht es einmal in den Wilden Westen und einmal zu den Dinosauriern. Also ein ganz guter Abschluss dieser Folge hier im 8. Vergleich. Wir haben das, weiß ich jetzt nicht, also die offizielle Betitelung dieses Sets ist, da können wir gleich mal drüber diskutieren, das Super Set Western 4174. Da haben wir wirklich Fragen, Playmobil. Äh, Und dann gibt es die 4174, den Spinosaurus mit Dino-Nest. so, Spinosaurus mit Dino-Nest. Ja, was soll ich sagen? Lege los. Also ich finde, fangen wir an mit dem Superset. Positiv, ich mag den Cowboy oder den Goldwäscher. Ich finde die Indianer ziemlich klasse. Die gefallen mir auch gut. Es ist auch ausreichend Zubehör dabei. Das Pferd ist, ich weiß, ihr wisst ja, ich mag lieber die erste Generation irgendwie gefühlt immer noch am liebsten, aber finde ich auch vollkommen okay. Sie sehen mir immer zu brav aus für die Westernwelt irgendwie gefühlt. Weißt du, was ich meine? Ja, Es ist ja, so, ja. das sieht so ein bisschen zu märchenhaft aus, so ein bisschen, so Aus ein wie Disney ein bisschen. bisschen, ne? Ja, genau, das passt nicht zu so einem harten Cowboy. Aber Ja, ja. das nur mal ganz am Rande. Ähm, ja, das Gelände ist so, oh, ja, Spinosaurus. Da ist natürlich die Frage, ja, warum sind da Menschen bei? Warum, was hat diese Serie für ein, ist das jetzt, ich kenne den Background halt nicht, ne? Bin ich da jetzt irgendwo durch so ein Zeittor gegangen und sind die gereist oder haben wir irgendwo auf der Welt eine Insel gefunden, wo es noch Dinos gibt? Also der Spino ist natürlich super toll. Wir haben den auch hier, also in einer späteren Ausgabe, aber ist ja immer noch der gleiche in dem Sinne. Boah, Lars, der Spino ist schon ziemlich cool, aber reißt er das Set alleine raus? Oh, das ist eine. Ich schieb dir mal den Ball. So mach du erstmal. Ich kann mich noch nicht entscheiden. Okay, also das mit den Forschern ist ja immer so ein Jurassic Park-Ding irgendwie, ne? Also bei Dinos, da bin ich sowieso raus. Also das ist dann auch ein bisschen blöd für mich oder für die Bewertung hier generell, weil ich mich in den meisten Fällen dann nicht so für Dinos entscheiden würde, glaube ich, weil ich einfach mit dem Thema nichts zu tun habe. Das ist leider so. Beim Western-Set würde ich aber schon sagen, jetzt unabhängig davon, dass es ein Western-Set ist und ich Western-Sets gut finde, wobei ich auch sagen würde, die Sets, die dazu machen wir auch noch eine Folge, denn so ab 2000 auf den Markt gekommen sind, die fallen ja schon so ein bisschen ab. So. Also Ja, aus meiner Sicht zumindest. Ne? ja, Und definitiv. deswegen gibt es da ja einen klaren Qualitätsverlust, den wir ja, glaube ich, auch im Podcast schon öfter mal genannt haben. Das ist natürlich subjektiv, absolut. Aber so Western-Sets, wie gesagt, gucken wir uns nochmal ein bisschen detaillierter an. Ab 2000 sind nicht so meins. Ich muss aber sagen, dieses Western-Set hier ist ziemlich gut gestaltet, ziemlich gut gelungen, finde ich. Ist natürlich jetzt nicht mit den Western-Sets aus den 90ern zu vergleichen. Ob die mit denen zu vergleichen sein müssen oder ob das mit denen zu vergleichen sein muss, ist auch dahingestellt. Aber ich finde die Figuren gut. Die beiden Indianer sind cool. Frisuren technisch weiß ich nicht, ob das so geil ist, aber das ist schon okay. Und der Cowboy sieht halt richtig gut aus, aber wirklich auch ein bisschen zu freundlich. Die Klamotten sind aber geil, finde ich. Und Ja, diese Szenerie hätten sie vielleicht ein bisschen größer machen können. So an sich finde ich das ganz gut mit dieser Platte und diesem Bach, der da lang fließt und ja, der Goldwäscher, der geht da seiner Arbeit nach oder seiner Tätigkeit. Das ist schon cool gemacht. Finde ich so ganz cool, aber das sieht alles so teilweise in den Nullerjahren dann irgendwie nicht mehr so geil aus. Kann ich hier abschließend dann nochmal sagen zu den Artikeln, weil das alles so komprimiert wirkt. Also irgendwie fehlt mir so ein bisschen Liebe. Also irgendwie ist das alles so ein bisschen gestaucht und vielleicht reduziert, aber vielleicht muss das auch so sein. Nichtsdestotrotz, Western Set ist hier mein klarer Favorit. Ich finde das wirklich auch schon ganz gut, aber halt mit diesem Ausschnitt da, mit diesem kleinen Bach, ist mir das eigentlich ein bisschen zu dünn, um es richtig gut zu finden. ja. Du bist halt in dem Moment da,
wenn du dir das Produktbild, ich habe mir das ja mal bei Playmobil aufgerufen, du hast halt Löcher, die einfach Löcher bleiben, oben auf dem Genau, Felsen. Warum genau, das habe ich auch schmückst du gesehen. das nicht aus? Ich meine, so ein blöder Kaktus oder nochmal so ein Ast, das kostet doch nicht die Welt. Dann hast du es wenigstens alles dicht und überall hast du deine Löcher zu, weil so ein Loch ist ja natürlich gerade richtig blöd für ein Kind. Also du denkst immer noch, da fehlt was oder so, so nach dem Motto. Oder einfach so ein Stein, du machst halt so einen Stein da rein. Genau, genau. Aber am Ende des Tages, ja, bin ich auch allein der Cowboy, der ist schon, oder der Goldwäscher, der ist schon ziemlich cool. Also die Farben gefallen mir unglaublich gut. Ich habe das Set auch schon mal bei eBay, das ist ja immer noch schweineteuer, wenn du es haben willst. Ist gar nicht so einfach zu bekommen. Ähm, Zumindest ja, als ich vor 1, 2 Jahren mal geguckt habe. Aber die Farbkombi, auch der graue Hut und so, also schon, ja, die beiden Indianer, die gefallen mir auch echt super gut, weil die halt nicht komplett klamottenmäßig gleich unterwegs sind, sondern Hm. schon total differenziert. Irgendwo kannst du dann auch spielen, dass es 2 verschiedene Stämme sind, dann irgendwo, die sich da verbündet haben. Ähm, ja, ist schon cool. Ja, ich bin da bei dir. Also der Spino gefällt mir auch wirklich gut, aber ich kann halt mit dieser, wenn ich die Background-Geschichte nicht so richtig habe, ja, Hm. also ich gehe auch in unsere Lieblingswelt. Ja. Beim Spino haben die, oder beim Spino-Set, da haben die natürlich diese Felsen ein bisschen dekoriert. Ne? Also das kannten wir ja aus Ja, den 90ern dann auch, wo du dann so irgendwelche Sachen noch reinstecken kannst. Und dann habe ich aber wirklich auch gleich bei dem Western-Set gesehen, dass diese Löcher einfach offen bleiben, wirklich. Also das finde ich wirklich schon schade und ein bisschen traurig auch. Also ja, ja, aber gut. ja, ist so. Aber es ist halt, wie gesagt, der Spino ist auch kein schlechtes Set. Ist vielleicht auch der Landschaftsanteil relativ klein. Da kannst du natürlich das Nest wahrscheinlich reintun. Die Eier sind da. Du kannst da auch viel mitmachen, dass die Lütten schlüpfen. Das ist schon cool. Und der Hm. Spino an sich ist natürlich auch eine Riesenfigur. Das ist schon gut getroffen, sag ich jetzt. Ähm, also, aber ich bleib beim Western. Ja, ich auf jeden Fall auch. Gut, Tobi, dann kommen wir zum Abschluss dieser Folge zu Mhm. unseren Jokern. Und Mhm. jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ich vorlegen soll oder ob du vorlegen willst. Oh, du, das ist. Was ist denn, wenn wir beide denselben Joker haben? Das ist eine gute Frage. Dann kann ja einer switchen. Aber ich glaube, obwohl, ich bin mal gespannt. Ich dachte, du würdest dich für die Arena entscheiden. Ich habe ja noch gar nichts gesagt. Du hast ja auch noch nichts gesagt. Nee, nee, aber ich habe ja eine Tendenz. Also ich habe eine Ich Tendenz habe auch und eine ich kann mir Tendenz. vorstellen, Also dass. Ja, deswegen meine ich, genau. ich hab 3 Sets in der engeren Auswahl. Soll ich dir sagen, welche? Ja, sag mal. Die Galeere, die Quadriga und die Arena. Ja, richtig. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich mache jetzt Eni Mini Mu. Nee. Ich habe Ähm, 2 Sets in der engeren Auswahl. Was hast du? Du hast 2? 2 Sets, ja, die Galeere und die Quadriga. Okay, guck mal, dann mache ich es dir einfach. Ich schmeiß die Galeere bei mir mal raus. Okay. Weil ich glaube, wenn ich eine Wahl zwischen diesen 3 Sets hätte, ich kann mit den anderen beiden einfach noch mehr spielerisch anfangen. So, Mhm. wenn ich jetzt so mich als Kind zurückversetze, die Galeere kann ja nur auf dem Meer fahren und ist so behäbig und kann sich so schlecht wenden und dann habe ich diesen tollen Streitwagen dagegen. Mhm. Jetzt ist nur die Frage, boah, ah, das, ja, kann ich beide nehmen? Das ist schwierig, glaube ich. Okay. Ich, ich nehme die Quadriga. Okay. Okay, die hätte ich Das auch genommen. ist, ja, aber ich das allein das ist so eine majestätische Erscheinung. Ja, Ähm, Das hat was. Da ist die Arena ist super toll zu spielen, aber diese Farbkombination und diese 4 Pferde und so, das ist schon mächtig und gefällt mir ausgesprochen gut, ja. ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Ist mein klarer Favorit, würde ich auch sagen. Die Arena finde ich cool, aber die holt mich gar nicht so ab, obwohl die natürlich perfekt ist. Aber irgendwie sehe ich da irgendwie am wenigsten. Die Galeere hat mich noch interessiert. Jetzt wir gehen einfach mit dem Set dann beide
beide ins Königsjoker-Finale sozusagen und können uns dann einfach gemeinsam, wenn wir gewinnen sollten, mit diesem Set ein Thema aussuchen. Das können wir so machen. Jetzt müssen wir noch einen mitnehmen, Tobi. Einen zweiten Joker brauchen wir trotzdem noch für die Folge. Du wärst tendenziell für die Arena, ne? Ja, ja. Also Die tendenziell Galeere gar würde nicht, ich. ne? Also die Galeere wäre von den dreien auch bei mir auf Platz 3, weil ich halt einfach dann wirklich ans Spielerische denke. So, Ja, was kann ich damit anfangen? Und mit der Galeere kann ich halt weniger spielen. Weiß ich nicht, weniger spielen ist vielleicht auch blöd gesagt, aber die Optionen sind halt kleiner als mit der Arena. Ne? Guck mal, die Arena, da kannst du auch noch ganz viele andere Römer setzen und du kannst da auch dann ja, verschiedene Figuren nochmal reinlaufen lassen. Du kannst ja auch dann verstoßene Legionäre da reinmachen und so. Also du hast halt viele Optionen offen und die Galeere kann halt nur. Ich weiß halt gar nicht, ob es überhaupt ein Gegenstück zur Galeere gibt, dass sie dann auch wirklich Sinn macht. Mit Beschuss und so weiter. Wen greift sie an? Wohin fahre ich? So, wenn ich jetzt wirklich nur. Das weiß ich halt nicht, ob es da in der Spielwelt noch was gibt. Von daher, ja, wäre ich bei der Arena. okay, okay. Dann nehmen wir die Arena erstmal mit und dann gucke ich mal, was ich am Ende mit dem zweiten Joker mache fürs Spielformat. Da wird uns bestimmt irgendwas einfallen. Auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank für die Folge, Tobi. Es war richtig witzig und ich werde beim nächsten Mal, werde ich noch ein paar Jahre ergänzen, dass wir so vielleicht auf 15 oder 20 Jahre kommen. Das ist vielleicht ein Hm. bisschen geiler, haben wir ein bisschen mehr Auswahl. Ich habe jetzt auch die Jahre komplett willkürlich gewählt. Wirklich, ich habe mir dann gar nicht so viel Gedanken gemacht, welche Jahre ich da wähle, sondern habe einfach irgendwelche Zahlen rausgesucht. Und also so war es eigentlich auch schon willkürlich, wenn wir dann das Rad des Schicksals nochmal anwerfen und dann 20 Jahre vielleicht zur Auswahl haben oder 24, wird es dann, glaube ich, nochmal eine andere Nummer. Dann wird das, glaube ich, auch ganz lustig. Aber ich finde es, glaube ich, ganz gut, dass wir nicht 88 oder 92 bekommen haben, weil ich glaube, da wäre es echt schwer gewesen Ja, bei den Sets. Ich glaube, 80 wäre auch eine Herausforderung gewesen, weil da waren auch viele Sets bei, die mir echt nicht gefallen würden. Wo ich dann mhm. sage, das sind so, so die Anfangszeit, das ist so, ja, da gibt es auch viele, wo Ja, ich sage, nee, das geht nicht. Ich fand das jetzt tatsächlich ganz spannend, weil einen Großteil der Sets kannte ich nicht oder nicht in der Form. mhm. War jetzt sehr überraschend und ja, fand ich Ja. gut. Ja, ich habe bei 88, so zwischen 88 und so 98 habe ich in der Recherche gesehen, habe ich, glaube ich, fast jedes Jahr, was ich favorisieren würde. Also die Zeit ist richtig geil. Also da wüsste ich, glaube ich, gar nicht, weil so viele gute Sets einfach aus meiner Sicht da sind. Da hätte Ja, ich, glaube ich, richtig Probleme, weil ich gar nicht wüsste, für wen ich mich da entscheiden soll, weil das ist wirklich richtig geil. Deswegen hoffe ich einfach mal beim nächsten Mal, dass wir, dass wir ein 90er-Set kriegen. Also eine 90er-Jahr kriegen. Genau. ja. Ist dann auch nicht mehr so viel. Das stimmt auf jeden Fall. Gut, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, bleibt fröhlich, bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge und ciao, ciao. Macht's gut, tschüss.